Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und bei mir auf dem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute bauen wir ein paar kurze Elfenkurzschwerter, also mehr oder weniger elfische, aber das seht ihr ja dann gleich. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei. So Leute, geht los. Ich habe jetzt erstmal mit der Schablone, die ich gemacht habe, die Besonderheit bei dem Teil ist diesmal, dass ich einen 3 mm Kernstab benutze. Allerdings nicht in der kompletten Länge, nur so auf 60 cm, weil die Klingen ein bisschen filigraner werden soll von der Dicke. Dafür habe ich mir jetzt 3 mm Matten genommen, habe das dann ausgeschnitten, habe den Kernstab schon mal drauf gelegt, habe schon mal Linien gemacht. Und dann werde ich jetzt erstmal den Kernstab, also hier das mittlere Teil, schon mal ausschneiden. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Sachen ausgeschnitten habe. So Leute, jetzt haben wir das ausgeschnitten. Die Teile behaltet da, die kann man immer mal wieder gebrauchen, für irgendwelche Abtrennungen oder sonst irgendwas zu machen, also nicht wegwerfen. So, Kernstab. Den Kernstab bei beiden ein. Ne? So Leute, die Kernstäbe sind jetzt eingeklebt. Muss dann ein, zwei Stellen noch ein bisschen was nachmachen. So, dann habe ich jetzt Lederstücken ausgeschnitten. Diesmal gehen wir hin und kleben die einfach so ein. Gucken, das sollte reichen von der Länge her. Ich habe es ein bisschen großzügiger gemacht. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine Linie, damit ich ungefähr weiß, wie weit ich kleben muss. Und hier machen wir dann bis in die Spitzen rein. So, das werden jetzt quasi ein paar Hilfslinien. So, damit hat man den Spitzenschutz schon mal eingeklebt. Jetzt lassen wir das Ganze gut trocknen. Wenn wir das haben trocknen lassen, dann werden wir dann die Ränder abschneiden. Also hier dann Leder übersteht. Und dann fangen wir an, die anderen Sachen zu kleben. Aber, wie ich gerade sehe, ich bin noch ein bisschen blöd. Wir müssen hinten hier auch noch was reinmachen. So. So, dann lassen wir das Ganze jetzt trocknen. Dann geht es mal weiter. Dann machen wir erstmal eine Patexhose auf. So. Dann habe ich schon mal die Teile ausgeschnitten. Das machen wir dann wieder spiegeln. Ja. Einmal drauflegen oder so. Und dann fangen wir erstmal wieder mit der einen Seite an. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn quasi alle Seiten gepinselt sind und das alles verklebt ist. So Leute, die Dinger sind jetzt soweit geklebt. Und jetzt fangen wir an und schneiden das noch ein bisschen bei. Ne? So Leute, die Teile habe ich jetzt geschliffen, also einmal rundherum. Jetzt gehe ich hin. Hat man für den Knauf noch so ein paar Teile ausgeschnitten. Die mache ich jetzt hinten mal drauf. Die sind ein bisschen größer.
wie sie eigentlich sein sollten. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. So Leute, dann fangen wir jetzt mal an. Das Teil tun wir noch ein bisschen zuschneiden. So Leute, dann gehen wir jetzt hin. Nachdem wir das hier geschliffen haben, werde ich hier jetzt noch die Kanten brechen, damit das nachher die Farbe besser halt drauf hält. Und dann kommt nachher noch Bleiband an den Griff. Und dann kommen noch ein paar Aufbauten drauf, aber das zeige ich euch dann gleich. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. So Leute, es geht weiter. Ich habe jetzt ein paar Schichten schwarz drauf. Hier habe ich noch so ein bisschen was drauf gemacht. So ein bisschen was zur Verschönerung. Da kommen gleich noch ein paar Edelsteine drauf. Der Knauf, der soll ein bisschen verschnörkelt werden. Deshalb habe ich so ein paar Teile hier vorbereitet von Abgüssen. Gehe jetzt erstmal hin. Mach so ganz dünn was schwarz drauf. Erstmal nur auf eine Seite. Klein bisschen dann antrocknen lassen. Also wirklich ganz dünn nur. Also könnte man jetzt als Kleber, quasi als Klebekante, wird auch immer vergleichen. Jetzt gucke ich mal, was hier ein bisschen hübsch aussehen würde. So Leute, habe noch ein paar Sachen schon zum vorbereitet. Und zwar wollen wir ja das Ganze noch ein bisschen aufhübschen. Dann machen wir erstmal den Pinsel wieder ein bisschen trocken. So, und zwar habe ich jetzt hier ein paar Edelsteine drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ne? So, jetzt kommt noch so ein bisschen Verzierungsband drauf. Machen wir da so relativ dünn drauf. So Leute, das Silber ist jetzt soweit fertig hier an den Stellen. Allerdings sieht das noch nicht so toll aus. Also gehen wir dann nochmal überall mit der Klinge. Hier noch ein bisschen mit Acryl drüber. Hier an den silbernen Stellen auch. Dann müssen wir hier noch ein bisschen. Das soll violett werden. Der Edelstein oder schwarz, aber ich nehme violett, weil ich zufällig da habe. So, dann fangen wir erstmal mit dem Silber an.
muss man das mal trocknen, dann brauchen wir nur noch das zu machen und dann können wir noch ein bisschen fixieren und dann geht es an den Topcoat. So Leute, die Farben sind jetzt soweit trocken. Jetzt gehen wir noch ein bisschen mit Transparent zum Versiegeln drüber. So Leute, der Topcoat ist jetzt trocken. Jetzt machen wir mal ein bisschen Leder noch an die Griffe dran. Diesmal wickeln wir nicht. Wir machen das jetzt einfach so drum. So. Machen wir mal eine andere Version. So Leute, die Kurzschwerter sind fertig. Wie ihr sehen könnt, sind ganz gut geworden, denke ich mal. Ja. 3 mm Kernstab halt verbaut. Auf der Länge sind sie halt ein bisschen flexibel, aber ich denke mal, das geht noch. Also so viel ist es nicht. Ne? Ja, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Bisschen inspiriert für eigene Projekte. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinen nächsten Videos wieder. Wir sehen uns.